Ich glaube, dass die Wäschereien ohne Roboter gar nicht auskommen würden. Mein Name ist Bernhard Ostermann. Wir haben eine Textilwäscherei in Esterwegen, die im Januar nächsten Jahres ihr 60-jähriges Bestehen hat. Wir haben innovativ an dem Betrieb in all den Jahrzehnten, die wir betreiben, immer Weiterentwicklungen vorgenommen und hoffen, dass das für die Zukunft dann alles so weitergeht. Die Trockenwäschestraße ist seit Januar 2023 und der reguläre Betrieb ist jetzt seit circa einem Monat. Der Roboter an sich hat für uns den Riesenvorteil, dass wir in der Produktion deutlich beschleunigt sind. Das heißt, dass die Stückzahlen kontinuierlicher aus der Maschine kommen und die Faltprogramme im Roboter standardisiert sind. Der Prozessablauf beginnt beim Trockner. Der Trockner wirft die Ware auf das Absortierband und vom Absortierband geht es direkt zum Roboter. Innerhalb des Absortierbands haben wir Personal so eingeteilt, dass die Wäsche, die zum Roboter zuletzt abgegeben wird, vorsortiert ist. Sodass zum Beispiel keine Inko-Unterlagen oder Spannbettlaken oder all das, was der Roboter nicht falten kann, ist vorher absortiert. Es bleibt aber, und das war von uns so vorgesehen, die Auffangen in einem Schacht, wobei wir dann besser steuern können die Übergabe von Kunde zu Kunde und dadurch auch eine genauere Zählung haben. Die Leistungen sind dementsprechend an der Maschine, so wie Kannegiesser sie vorgibt, mit 700 Teile. Das setzt aber auch voraus, dass man im Vorfeld das Personal einarbeitet. Und deswegen ist die manuelle Übergabe im Schacht so wichtig, dass wirklich der komplette Kunde seine Teile aus dem Roboter entfernt hat, sodass man im Schnitt von Kunde zu Kunde immer eine saubere Trennung und dann auch die Stückzahlen wirklich genau vorliegen hat. Das sind Standardposten, die wir hauptsächlich im Hotelbereich erreichen, wie Handtücher, Duschtücher, Badetücher, Badvorleger. Das sind ja die Hauptelemente eines Hotels. Und die werden dann mit der Maschine abgearbeitet. Und wenn wir über die Eingabe im Mix, ist es ja manchmal so, dass sich Waschlappen oder Gurte von Bademänteln im Bereich gesammelt haben. Die sortiert die Maschine aber korrekt aus. Hat man keine Probleme mit. Es ist so, dass der Roboter natürlich seine ganze Leistung ausstrahlen kann, wenn das Pack and Label angeschlossen ist, sodass Sie an der Maschine die Lieferscheine generieren können und sofort natürlich die Packung dann für die Fahrzeuge bereitstellen können. Ich glaube, dass die Wäschereien ohne Roboter gar nicht auskommen würden. Denn das Personalproblem ist, glaube ich, eklatant in allen Wäschereien. Wenn ich denke, dass die Maschinenabläufe so sein müssen, dass der Mitarbeiter nur noch Sichtnahme der Produktionsabläufe machen muss, dann ist es, glaube ich, unumgänglich, die Mechanik der Betriebe zu erhöhen und auch die Robotertechnik.